Bist du zu faul zum Lernen und dann stiftest du deinen eigenen Bruder zu so einer Dummheit an? Mann, sie hatte doch... Du hast jetzt ganz andere Sorgen. Und mit dir reicht es mir. Die Reise zu Konstantin kannst du dir endgültig abschminken. Was hat das denn damit zu tun? Du hast mir versprochen, dass ich zu ihm fliegen darf. Und du hast mir versprochen, vernünftig zu sein. Ich habe Ansgar verloren. Und mein Baby. Gregor ist der Einzige, der mir geblieben ist. Und ich lasse ihn mir nicht wegnehmen. Schon gar nicht von dir. Du glaubst also, Gregor gehört dir, ja? Vergiss, was ich gesagt habe. Ich fürchte, dafür warst du aber zu deutlich. Und ich dachte, du traust um dein verlorenes Kind. Dabei geht es dir die ganze Zeit immer nur um Gregor. Quatsch. Du verstehst nichts, absolut gar nichts. Es wäre nur fair, wenn Gregor auch die Wahrheit erfahren würde. Wozu? Die Wahrheit ist, dass Gregor dich nicht mehr sehen will. Weil du dich zwischen uns stellst. Und du alles dafür tust, um uns auseinanderzubringen. Du falsche Schlange! Was ist hier los? Was schreist du hier so rum? Es gibt keinen Grund, Natalie so zu beleidigen. Oh doch. Und welchen? Sie sagt, es sei meine Schuld, dass du sie nicht mehr sehen willst. Ist das wahr? Elisabeth. Hallo, bitte. Sag mal, das ist mein Büro, das ist mein erster Arbeitstag. Aber was sollen denn die Leute denken? Hast du vergessen, was bei den Landstreiks alles passiert? Die Leute hier schockiert doch gar nichts. Oh, nun nein. Hör auf. Du weißt genau, was ich meine. Hör auf. Entschuldige bitte. Ach, du musst dich nicht entschuldigen. Also, bis dann. Anna, jetzt lauf doch nicht weg. Tut mir leid, ich habe noch einen Termin. Um 4, ganz spontan. Anna, warte bitte. Den habe ich dir geschrieben. Aber Natalie hat ihn weggeschmissen. Woher willst du das wissen? Weil ich ihn höchstpersönlich aus dem Müll gefischt habe. Max, merkst du denn nicht, wie du dich in irgendwas reinsteigerst? Okay. Es gibt noch einen viel besseren Beweis. Natalie hat gesagt, dass du ihr ein und alles bist. Blödsinn. Könnt ihr das nicht unter euch ausmachen? Nein. Okay. Stimmt das, was Max behauptet? Ich weiß ja, wie sehr Max unter eurer Trennung leidet, aber muss sie deshalb auf meinen Gefühlen rumtrampeln? Ihr könnt doch nicht vergessen haben, was ich alles durchmachen musste. Wie wär's, wenn du ein bisschen weniger auf die Tränendrüsen drückst und sagst, was Sache ist? Sei nicht so hart zu ihr. Siehst du, für sie bin ich immer schuld. Und dann auch noch dieser Ton, in dem sie mich angeht. Ich halte das nicht mehr aus. Wahrscheinlich hast du irgendwas falsch verstanden. Wahrscheinlich ist der Brief aus Versehen verloren gegangen. Aus Versehen. Sag ihm, was du mir gesagt hast. Dass du ihn für dich alleine haben willst und dass du alles dafür tust, um unsere Versöhnung zu verhindern. Sag es! Max, du machst mir wirklich Angst. Ja, Max, es reicht. Mir reicht es schon lange. Von mir aus wirf du den Brief in den Müll. Susanne ist so gemein. Dabei hat sie mir doch selbst noch erzählt, wie es damals mit ihr und Carla war. Man muss um die große Liebe kämpfen, egal was die anderen darüber denken. Aber jetzt ist Konstantin in Amerika. Und ich sitze hier und darf nicht zu ihm.
Abendbrot ist fertig. Wir können uns doch nicht ewig anschweigen. Ich weiß doch, wie dir zumute ist. Meinst du, ich habe meine erste große Liebe vergessen? Aber du musst doch zugeben, dass du Riesenmist gebaut hast. Da kann ich dich nicht zur Belohnung in die Staaten schicken. Lisa, verdammt noch mal, jetzt sag auch mal was. Zwischen uns gibt's nichts mehr zu reden. Aber du musst mich doch verstehen. Ich tue das nicht, um dir weh zu tun, aber... Was aber? Lass mich einfach in Ruhe. Also bevor du dich beschwerst, ich kann den Lärm nicht abstellen. Lisa ist total auf Krawall gebürstet. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich komme einfach nicht an sie ran. Ist mit mir dasselbe. Ach, Papa, wir zwei können doch noch miteinander reden. Ich meine Elisabeth. Auch ich komme nicht mehr an sie ran. Hast du ihr das mal gesagt? Was ich sage, was ich tue... Ihr seid ja zu Hause? Kommst genau richtig. Das Essen ist gleich fertig. Gut. Hallo? Hallo. Arno, warte mal bitte. Arno, wegen heute Mittag, es tut mir leid, ich wollte dich nicht verletzen. Hast du nicht. Aber ich meine, du kannst dir selber vorstellen, wie unangenehm es gewesen wäre, wenn Graf Lahnstein uns so Du musst dich gesehen... doch nicht bei mir entschuldigen. Schließlich bist du nicht über mich hergefallen. Ich war's. Das Tier im Manne. Du bist mir wirklich nicht böse. Ach was, nein. Hi, hier ist Coco. Ihr sucht doch schon länger jemanden, der eure Turntables mal so richtig aufmischt. Wenn ich will, der hat schon. Hi, Coco. Hey, wenn du gesehen hättest, was für eine Nummer Nathalie da abgezogen hat. Und Gregor fällt auch noch darauf rein. Willst du nicht erstmal was trinken? Nee, danke. Ich trinke nie wieder was. Damit hat doch der ganze Mist überhaupt erst angefangen. Dann setz dich wenigstens. Ich kann auch woanders telefonieren. So. Und jetzt noch mal ganz von vorne. Also, ich habe Gregor geschrieben und alles erklärt. Dann habe ich Nathalie gebeten, ihm den Brief zu geben. Und dann? Sie hat ihn in den Müll geworfen. Ich weiß nicht, aber das passt nicht zu Nathalie. Das habe ich auch mal gedacht. Aber so kann man sich täuschen. Wahrscheinlich tanzt sie jetzt vor Freude, weil sie mich aus dem Feld geschlagen hat. Übertreibst du da jetzt nicht ein bisschen? Denkst du? Also ich könnte dir Sachen erzählen. Soll ich? Klar. Manchmal tut's ganz gut, sich mal so richtig auszuquatschen. Du bist ja immer noch nicht angezogen. Es ist 7:15.
Ich weiß, wie spät es ist. Ich kann die Uhr nämlich schon. In einer Dreiviertelstunde beginnt die Schule. Mir egal. Ich gehe sowieso nicht hin. Bist du krank? Nein, aber Schule ist für mich gestorben. Bitte? Du packst jetzt deine Sachen und machst dich auf den Weg. Ich denk nicht dran. Und wie willst du deine Mathe besser werden? Mathe interessiert mich nicht. Ist sowieso nichts für Frauen, das ganze Zahlenzeug. Wie soll man als Frau gut in Mathe sein, wenn einem Männer immer sagen, das wären 20 Zentimeter? Lisa, verdammt, du tust jetzt sofort, was ich dir sage. Und wenn nicht, was machst du dann? Mich an den Haaren in die Schule schleifen? Frische Brötchen. Ist der Kaffee schon fertig? Oh. Alles okay bei dir? Nein. Max und ich, wir passen einfach nicht zusammen. Das tut mir alles so leid. Du kannst doch nichts dafür, dass meine Beziehung nicht funktioniert. Aber ich weiß, wie es ist, wenn man Dinge tut, die man eigentlich nicht tun will. Ja, aber bitte, zerbrich dir nicht den Kopf über Max und mich, ja? Bei uns war einfach von Anfang an der Wurm drin. Wir haben einfach kein Glück mit unseren Liebespartnern. Ja. Und deswegen sind wir auch besser dran ohne sie. Hatte da nicht gerade jemand was von frischen Brötchen erzählt? Ich würde zu gerne mit meiner besten Freundin frühstücken. Und ich mit meinem besten Freund. Wie kommst du nur auf diese altklugen Sprüche? Weil es mich ankotzt, wenn du mich wie ein kleines Kind behandelst. Ich habe dir alle Freiheiten gelassen. Die einzige Voraussetzung war, dass du die Versetzung schaffst. Die hätte ich ja auch geschafft, wenn ich nur mehr Zeit gehabt hätte. Warum hast du nicht früher damit angefangen? Du hast lange genug gewusst, dass diese Mathearbeit ansteht und was von ihr abhängt. Es war einfach zu viel Stoff. Lisa, hör auf, ständig anderen die Schuld zu geben. Okay, aber die Schule kannst du vergessen, endgültig. Mit der Nummer kommst du bei mir nicht durch. Du machst die Schule zu Ende, und zwar bis zum Abitur. Ich brauche dieses blöde Abitur nicht. Natürlich brauchst du das. Sonst bekommst du später nie einen guten Job. Du hast doch nur Angst, dass ich mal in demselben Scheißjob lande wie du. Aber soll ich dir was sagen? Zum Taxifahren reicht's bei mir immer. Angelo, 2 Gläser Champagner, bitte. Oh nein, 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 für mich bitte kein Alkohol. Graf Lahnstein kommt gleich mit einem Geschäftspartner. Wir sind zum Essen verabredet. Müsste eigentlich jeden Augenblick hier sein. Wie macht sich Johannes denn so als Chef? Gut, kann nicht klagen. Ich kann mir vorstellen, dass es angenehm ist, mit so einem weltgewandten Chef zu arbeiten. Ja, die Arbeit macht mir im Moment auch keine Sorgen. Aber dein Privatleben. Arno und ich, das ist nach wie vor nicht ganz einfach. Also gestern zum Beispiel, Also ich bin mir sicher, dass ich ihn verletzt habe, aber er tut so, als sei nichts gewesen. Und du sagst auch nichts, weil du ihn nicht schon wieder mit Problemgesprächen nerven willst. Genau. Aber so kommen wir natürlich nicht weiter. Hauptsache, ihr liebt euch. Ja, schon. Du liebst Arno doch noch, oder? Naja, also Schmetterlinge habe ich keine mehr im Bauch, wie gesagt. Aber ich bin ja auch nicht mehr 16. Zum Glück. Ja, und genau deshalb lasse ich mich auch nicht mehr verrückt machen. Ist das dein Gesprächspartner? Ja, dann kommt, Graf Lahnstein auch gleich. Was willst du denn nun tun? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, Charlie. Aber solange Arno und ich uns lieben, da werden wir auch immer einen Weg finden. Das sieht ja echt nach Arbeit aus. Das beste Mittel, um sich abzulenken. Magst du was trinken? Ist was passiert? Ich habe vorhin gesehen, Ja und? kam so eine blöde Sendung. Da kann man noch umschalten. Das wollte ich ja. Aber dann haben sie so einen blöden Bericht über Ansgar gebracht. Der beliebteste Junggeselle Düsseldorfs. Ich wusste nicht, wohin. Elke ist nicht da, Carla ist in Paris und zu Hause habe ich es nicht mehr ausgehalten. Schon gut, ich bin ja. Aber ich will dich auch nicht stören. Du störst nicht.
Hallo. Hallo. Schön, dass du kommen konntest. Verrätst du mir, was so dringend ist? Nun, Ist was passiert? nein, noch nicht. Geht's etwas deutlicher? Naja, ich habe mir doch gewünscht, dass wir was Neues, Spontanes machen. Ja, ich erinnere mich. Mein erster Versuch ging schief. Ja, auch wenn dein Besuch im Büro schief ging, wir sollten uns nicht entmutigen lassen. Wie? Du meinst nicht so... Diesmal überrasche ich dich. Dschungeltage im Zoo. Mit mir? Willst du den Affen einen neuen Kollegen präsentieren? Nein, den Tiger. Ja, ich dachte, für das wilde Tier im Mann ist das vielleicht genau das Richtige. Da könntest du recht haben. Hi. Hi. Wie war's beim Volleyball? Boah, der Trainer hat uns so getrieben. 2 Stunden volles Programm. Boah, ich bin so fertig. Du siehst aber auch ganz schön fertig aus. Wenn deine Komplimente so bleiben, dann bekommst du nie eine Frau. Hast du Krach mit Lisa? Sie wollte nicht zur Schule. Dann haben wir uns in die Wolle gekriegt und dann ist sie Hals über Kopf aus dem Haus gestürmt. Ohne zu sagen, wohin. Einfach so. Ja, Das kann aber nicht sein. ich habe ihr eine runtergehauen. Du hast was? Weißt du noch, wie du damals abgegangen bist, als Alex mir eine scheuern wollte? Was hätte ich denn machen sollen? Sie hat mich provoziert. Und dann gab ein Wort das andere. Und Mann. was soll ich denn jetzt machen? Ganz einfach, du rufst sie an und sagst, dass es dir leid tut. Ich weiß doch gar nicht, wo sie ist. Ja, dafür gibt's Handys. Das ist abgeschaltet. Und die Mailbox ist auch nicht an. Ja, dann rufen wir eben ihre Freundin an. Herr Paul. Danke. Ach, Quatsch. Du wirst es kaum glauben, aber das war's für heute. Ich dachte, du musst noch die Monatsabrechnung machen. Ach, ich kann warten. Ich habe noch was anderes vor. Du wolltest doch deine Revanche. Spanien gegen Frankreich. Es sei denn, Spanien hat die Hosen voll und kneift. Von wegen. Spanien sieht hier nur keinen Kicker. Das ist richtig, aber der Billardtisch da hinten, der wäre noch frei. Einverstanden? Ball ist Ball und ich schlag dich sowieso überall. Oh, was noch zu beweisen wäre. Ja, ist ja gut. Ich hab verstanden. 20 Clubs und keiner will mich. Hallo. Hallo. Kommt doch rein. Wir suchen Lisa. Und deswegen kommt ihr extra her? Bei ihren Freundinnen ist sie nicht. Wir haben alle abtelefoniert. Was ist mit ihrem Handy? Da geht sie nicht ran und hier ist ja dauernd besetzt. Sorry, war wichtig. Hast du sie gesehen? Seit ein paar Tagen nicht mehr. Ist denn was passiert? Naja, nur der übliche Familienknatsch. Nichts Ernstes. Das würde mich auch wundern. Ich habe Lisa vorhin gesehen. Glaube ich zumindest. Wo? Im Einkaufszentrum. Ich konnte sie vor lauter Einkaufstüten gar nicht erkennen, aber sie schien richtig gut drauf zu sein. Naja, Lisa wäre ja nicht die erste Frau, die im Frust mit Shoppen bekämpft. Hoffentlich hast du recht. Ja, dann machen wir uns auf den Weg. Ja. Oh, danke. Bringst du bitte noch den Zucker mit? Willst du deinem Affen Zucker geben? Nein, wir sind ja nicht mehr im Zoo. Ich dachte eher an den Kaffee. So, bitte. Aber das war doch ein wunderbarer Ausflug, oder? Ja. Und vor allen Dingen bin ich darüber froh, dass wir den gestrigen Tag damit vergessen können. Das möchte ich gar nicht. Ich möchte mich gerne an diesen Tag erinnern. Also,
Ich bin ja doch wohl etwas zu weit gegangen in meiner Auffassung von Spontaneität. Nein, das bist du nicht. Das war nur für mich der falsche Moment. Ich möchte dir etwas sagen. Ich bitte darum. So unsicher kenne ich mich eigentlich gar nicht. Mein Instinkt für das, was richtig oder falsch ist, scheint mich in letzter Zeit völlig verlassen zu haben. Weißt du was? Mir geht es ganz genauso. Wirklich? Ja. Aber ich glaube, das ist normal, wenn man noch mal gemeinsam einen Anfang wagt. Das Einkaufszentrum war leider Fehlanzeige. Es gibt noch 1000 andere Möglichkeiten. Wahrscheinlich ist sie einfach im Kino oder im Schwimmbad. Hey, könnte das nicht Lisa sein? Lisa! Lisa hängt irgendwo ab. Spätestens heute Abend ist sie wieder zu Hause. Und wenn nicht? Dann kommt sie morgen. Und wenn ihr was zugestoßen ist? Zugestoßen. Lisa ist 16. Sie kann auf sich allein aufpassen. Weiß nicht, in welcher Verfassung sie war. Sie war völlig von der Rolle. Trotzdem, Lisa ist doch nicht auf den Kopf gefallen. Ich weiß, dass Lisa auf sich aufpassen kann, aber... wenn sie sich was angetan hat, dann bin ich schuld. Ich ganz allein. So, hier kommt meine legendäre 3K-Komposition. Kirsche, Kiwi, Kokosnuss. Keine Ahnung, wie es schmeckt, aber aussehen tut's nicht schlecht. Wir wollten uns doch den Tag nicht verderben lassen. Wenn das so einfach wäre. Möglicherweise war ich in meinem Urteil über Natalie doch etwas zu hart. Könntest du recht haben. Vielleicht hatte sie ja so etwas wie einen Blackout, als sie meinen Brief weggeworfen hat. So wie ich bei Ansgar. Also ich glaube auf keinen Fall, dass Natalie so intrigant ist. Ich will Natalie die Freundschaft zu Gregor auch nicht nehmen. Aber eins sollte ihr klar sein. Gregor und ich gehören zusammen. Wir sollten einfach versuchen, nicht ständig an sie zu denken. Du nicht an Max und ich nicht an Ansgar. Ja, klar. Vielleicht sind wir das perfekte Paar. Wir? Wie kommst du denn jetzt darauf? Na, überleg mal. Wir haben unglaublich viel gemeinsam. Ja, Kickern, Flippern, Billard spielen. Nein, aber auch reden, zuhören, vertrauen. Genau. Und das ist erst der Anfang.